Stell dir vor, es ist der Herbst 1944. Europa ist von Krieg und Zerstörung geprägt. In Luxemburg, einem kleinen Land an der Grenze zu Deutschland, neigt sich die Besatzungszeit dem Ende zu. Doch der Weg zur Freiheit ist noch nicht sicher. In den letzten Tagen des Jahres steht ein entscheidender Moment bevor: die Überquerung der Sauer. Bettendorf, ein kleines Dorf im Osten von Luxemburg, wird zum Brennpunkt dieses dramatischen Geschehens. Der Fluss Sauer, der die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland bildet, ist nicht nur ein geografisches Hindernis, sondern auch ein Symbol des Widerstands. Für die amerikanischen Truppen, die sich durch die Ardennen kämpfen, ist die Überquerung dieses Flusses der Schlüssel, um die letzten deutschen Truppen aus Luxemburg zu vertreiben. Es ist eine Zeit des Kampfes, der Hoffnung, aber auch des Schreckens. Während die Soldaten sich ihren Weg durch die eisigen Nächte bahnen, suchen die Menschen in den Dörfern verzweifelt nach einem Funken Hoffnung. Und für die Bewohner von Bettendorf wird der Fluss, der ihr Dorf teilt, zum Symbol für das Ende einer Dunkelheit und den Beginn einer neuen Ära. 80 Jahre später, im Jahr 2025, kommen wir hierher, um an eine bewegende Geschichte zu erinnern. Heute in Bettendorf nehmen wir an einer Gedenkveranstaltung teil, die die Ereignisse von damals ehrt. Eine besondere Reenactment-Aufführung bringt uns zurück in jene Tage und lässt uns das Geschehen von 1944 noch einmal hautnah erleben. Erlebe, wie der Herbst 1944 die Geschichte dieses Dorfes für immer verändert hat. Eine Geschichte von Mut, Opfer und dem unerschütterlichen Glauben an die Freiheit. Das ist die Geschichte von Bettendorf, der Sauerüberquerung und dem Sieg über die Dunkelheit. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Mein Name ist Random Life und wir befinden uns heute in Bettendorf in Belgien. Und wir schauen uns heute eine historische Gegebenheit an, die vor über 80 Jahren, eigentlich genau vor 80 Jahren passiert ist, nämlich die historische Flussüberquerung der Sauer der Alliierten bei dem Vorstoß auf Belgien. Und das war quasi der Anfang bzw. das Ende von der Befreiung von Belgien. Und die Feierlichkeiten haben gerade begonnen und ich warte noch auf Tim und dann geht das los. Also viel Spaß und gute Unterhaltung bei dieser Folge Relikte der Vergangenheit. So, ihr seht hier schon die ersten Fahrzeuge. Und First in Bastogne, den habt ihr auch gesehen in Bastogne, in den Warburgs.
So, was sagst du, Tim? Erster Eindruck? Erster Eindruck, mega. Das ist also wie in Bastogne, wo wir waren. Panzer fahren hier rum, in Deutschland undenkbar. Alleine schon wegen den Sicherheitsauflagen. Die Leute, die springen auf die Panzer drauf, dürfen mitfahren. Mega. Ja. Guck mal, hier ist das Monument. Oh ja. Und Leute, es ist wieder irgendwie 2 Grad kalt. Es ist wirklich extrem kalt. Ich meine, wir sind auch Weicheier. Ich sag's jetzt mal leise. Ich nehme ihm gleich das Mikrofon weg, Leute. So, also wir gehen jetzt den Rundwanderweg. Das erzählt dann die Geschichte, wie das damals war. Die Brücke, haben wir gerade erfahren, ist nicht genau an der gleichen Stelle, wo sie damals vor 80 Jahren war, sondern ungefähr 500 bis 800 Meter, weil der Untergrund zu nachgiebig ist. Deswegen hatte man die dann an eine sichere Stelle verbracht. Und wir steigen jetzt mal in die Route ein, ne? Ja, das machen wir. Was ist das genau? Das ist ein Scout-Fahrzeug. Der Radpanzer, guck mal, wie der Gas gibt, ne? Ja, genau. Da, Halt mal. Walks through History. Oh ja. Leute, man merkt einfach, wir sind einfach noch nicht fit genug für die ganze Sache. Was sagst du? Ich glaube, das geht um diese. Das geht um mir so. Du bist ein Penner. Also man sieht nicht, wie steil das hier ist. Es ist aber gar nicht steil, es geht bergab. Also, ich glaube dem kein Wort zu. Der lügt. Ihr seht ja in absoluter Perfektion diesen Typen. Er marschiert. Das ist unfassbar. Da kommt einer, Leute. Das dürfte ein Willis-Jeep sein. Mal schauen. Ja, Willis-Jeep mit einer Haube. Und das war damals Kampfgebiet. Ich finde schon, dass du ein bisschen schneller gehen könntest, ne? Ich bin berücksichtigt. Im Hintergrund sieht man das. Ja, Vielleicht jetzt gerade nicht. Aber wir sind so Maschinen. Ja. Wir performen wieder so krass. Leute, So, wenn es keiner tut, dann müssen wir uns das wenigstens selber einreden. Weißt du, was wir sind? Wir sind Eierkocher. So Leute, wir sind jetzt gefühlt 2 Kilometer, 2,5 Kilometer gelaufen. Wir sind jetzt oben auf dem Berg, da unten, oh, da vorne sind sogar Minen. Und hier werden gerade Foxholz in den Boden eingearbeitet und das schauen wir uns einmal an. Und Tim hat mir noch gesagt, ich sollte auf jeden Fall die richtigen Schuhe mitbringen. Die habe ich auch mitgenommen, aber ich habe sie zu Hause vergessen. Oh mein Gott. Also unter absolut realen Bedingungen. So, einen wunderschönen guten Tag. Wer seid ihr? Hallo Jörg. Jörg. Hallo Günther. Ihr baut gerade Foxholz, Genau, genau. Originale. Und ist anstrengend? Ja, schon mit den Wurzeln überall hier. Und Wow. dann noch
mit den Spaten von früher. Das Originalmaterial, mit dem ihr arbeitet? Das meiste ist originale Material. Wow. Genau. Und ihr habt ein paar Getränke mit dabei, ne? Natürlich. Das ist auch geil. Originale Coca-Cola, keine Werbung an dieser Stelle. Und ihr seid alliierte Amerikaner, Genau. GIs. Ja. Und was hatten die für Gewehre? Das ist das M1 Garand. Ja, würdest du das einmal vorstellen? Natürlich. Dankeschön. Das normale Standard. Sekunde, ich muss einmal. So, Hier wird die Munition reingeführt. Ja. 8 Schuss. Nicht wie das deutsche, immer Repetitivgewehr. Das ist 8 Schuss Semiautomatik. Ja, die Standard issued. Und wie viel Munition hatte ein GI dabei? Der GI hatte so ein Garand-Belt mit jeweils 5 Taschen zur Seite. Und sind Ladestreifen? Darf ich einmal? Ja, natürlich. Und die sind nicht direkt parallel angeordnet, sondern leicht versetzt, ne? Genau, genau. Damit man mehr wahrscheinlich da rein tun konnte. Interessant. Und der Soldat musste die wahrscheinlich selber beladen, oder? Gott sei Dank nicht. Er hat sie fertig bekommen, Er okay. hat sie fertig bekommen, genau. Okay, und es war sehr präzise auf. Wie viel Meter effektive Reichweite, weißt du das zufällig? Zufälligerweise nein, leider Kein nicht. Problem, kein Problem. Tut mir leid. Ist es Platzpatrone oder ist Replika? Das ist originale Patronen, Aha. aber durchgeschossen. Ah, okay. Hinten auch das Datum zu sehen. Aha. Dann haben Sie hier Panzer. Aha. Die schwarzen? Ja, die schwarzen. Ja. Und das sind halt die normalen 3006. Sehr interessant. 1 Kilometer? Okay. Ja, weniger. Gut zu wissen. Und man hatte über Kim und Korn gezielt, oder? Ja, genau. Warte, ich gebe dir die natürlich wieder, sonst habe ich dir gleich. Wow. Ich komm mal. Und ihr macht Reenactment? Genau, genau. Wunderbar. Wart ihr auch in Bastogne dabei? Manay? Wart ihr auf dem Schlachtfeld? Leider nicht, nein. Ah, nur schade. Zuschauer. Es war ein sehr privilegiertes Ja. Event Aha. und leider hatten wir keine Genehmigung, Mhm. das zu machen. Hast du das Video schon von mir gesehen, von Manay? Sehr gut. Ich bin ein großer Follower und folge dir auf TikTok, YouTube und Instagram. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich bin total begeistert, dass ihr das Thema am Leben haltet, weil es muss auf jeden Fall für die Nachwelt auch erhalten bleiben, was damals passiert ist. Genau. Und wenn ihr tatsächlich mit Originalwerkzeug einmal arbeitet, dann sieht man auch, wie anstrengend das ist. Wie lange habt ihr jetzt dafür gebraucht? Jetzt waren wir schon so 40, Aha. 60 Minuten. Und der Boden ist eigentlich relativ weich bis auf die Genau. Wurzeln, oder? Es ist im Moment noch lehmig, Aha. also sehr. Es geht noch relativ gut, Ja, aber wie gesagt, mit den großen Wurzeln hier von den Bäumen, hier haben wir leider eine große geraten. ja. Die kommen wir leider gar nicht weg. Ist nicht der beste Platz, ne? Nee, leider nicht. Und ich war ja im Hüttgenwald sehr häufig und dort gibt es ja noch ganz, ganz viele Foxholes, die nach über 80 Jahren ungefähr diese Tiefe haben. Aber die waren ja mindestens so groß, dass ein Soldat einmal Genau. reingepasst hat und noch mal irgendwie ein paar Zentimeter, weil sonst die Schafelle von den Bäumen, ne? Klasse. Wie ist dein Name? Günther. Günther, nochmal. Dankeschön, Günther. Mega. Sehr gerne, Und sehr gerne. how is your name? Evandre. Evandre? Merci beaucoup. Bei weiteren Fragen könnt ihr sie gerne stellen. Sehr gerne. Wir haben eine Stellung hier, Aha. drunten eine Stellung. Und natürlich ist die Feldküche da auch schon. Wow. Grandios. Dankeschön, Günther. Dankeschön. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Ich hoffe es. Alles klar. Dankeschön. Danke dir. So, wir schauen hier auch noch mal nach. So. Wow, er ist auf jeden Fall schon weiter. Ja, ja. Hallo, sprichst du Deutsch? Or English? English is better. I'm Random Life from Germany. Hi, nice to meet you, Mark. Hi, nice to meet you. And you have a very huge foxhole. Yeah, basically we just have a trade to foxhole for 2 people. Yeah. We should be just sitting here. Uh-huh. And of course, if there's any enemy, Yeah. can shoot as well. We can be under protection. Ah, and This is for artillery. First of all, it's for artillery when Yeah. you artillery shots, and after it, like for basic action against the enemy. yeah. And how? Basically- Sorry. Basically, you put here Yeah. behind you, because if you go from someone is looking from you like for far away, Yeah. usually if you don't have nothing behind, it's like they can see you helmet. Ah. So they can see there's like a soldier coming. So basically, it's always better to put somewhere behind you, but better than put it here. Yeah. And how deep will you dig today? No, I think it's okay here. Yeah. Should be okay. Maybe like 10 centimeters, like 2 centimeters, but it'll be okay. We just sit down. And basically, Yeah. the soldier Uh-huh. usually it should be deeper when you have a hole.
it should be like this way, so we can sleep here. Like that, one this side, and the other guy the other side. And you have a warm partner. Yeah, of course, and they don't sleep together, of course. There's one guy is watching, the other one is sleeping, so you don't sleep together because at some point you need to be aware if someone is coming. So I understand. And you take the protection from the trees and from the other stuff here. So yeah, you exactly. You should. You don't though. normally you don't know. You don't, because trees Yeah. are splintery. Oh, for the artillery. Yes, and being shot at is a very sure way to get splinters everywhere. So, in an ideal case, Yeah. you would just have earth, just ground, just dirt, just mud to protect you. Because this is, I mean, you can. That's the principle of a sandbag. Yeah. Okay. Literally nothing goes through it. This is a nice view protection. Yeah. It would have been used at the time, but you wouldn't, for example, hack down trees because you can see them everywhere. You would prefer to use just dirt as makeshift, but as this was there, we thought this would be a nice place, especially since we have a good view that way and that way. I understand. And you are 6 persons, 6 soldiers here in the line? Yeah, only 6 persons. Okay. And how long did you take for this hole? Approximately like an hour, 2 guys digging. Oh, that's good. Maybe less, I don't have a watch on me. The blisters on my hands tell me 1 hour. Yeah, I think it's not a lot of work. 1 hour is okay. Yeah, I think too. It's much bigger if you have an MG position. Yeah. Because you should move as well. It should be deeper because you should sit down for the MG, but just for basic soldier, first of Yeah. all, it's okay like that. And for the evening, you could put like a cover against rain, against snow, but I think that it's okay. Usually you put as well some branch and something from the wood, just not to have like some grass, just to be more protection and people they don't see. As you can see, Yeah. in a position with the German uniform, they are like they are more like camo. Yeah. Like the US, there is no camo, so It's it not- should be yeah. really detected. They used camo in Normandy, Yeah. but after there was like friendly fire, so they were shooting each other. So they decided to stop in Europe camo. So basically, the US uniform is. The German uniform could be more, like, I mean, for Wehrmacht, could be more like good for protection and not to be seen. Especially if you put the poncho, I forgot the name, Zelban. If you put the Zelban on you, Zeltbahn, yeah. it's really good protection. So yeah, Perfect. that's all I can tell you. So it's a uniform warm. It's getting it's warm or it's This one cold. is not so warm. Yeah. If you want the used warm, you have here the jacket. Yeah. Jacket. But basically, this one you have just the basic M44 jacket. It's not warm, but you have a pullover, wool, so it's warm. Yeah. And yeah, the pants are warm, but the jacket not so wow. And- basically, when it gets very cold, you put the mantle on you. And the pants have what is it? Is It's this buckle butts. buckle butts? Yeah, basically, I never heard before. basically they created in '43. Yeah. The U.S. Army they decided to put like shoes and getters together. Ah, okay. So you just have so basically it's really easy because, as you know, before for early war, Yeah. and for example for Normandy, they have just the basic shoes and they put getters on it. This one is easy to wear. They were quite advanced for the time. The U.S. Army was quite advanced. So just the buckle butts, basic trousers, just the jacket, Scarf? Scarf, thank you, Yeah. and gloves and basic. As well, you have we call it bunny Right. just to get warm. Yeah. Yeah, this is original one. Yeah. Cool. It's easy to find original one. So Yeah. you have this double part, you have the liner on it, and after you have this one. Basically, when you take this out, what they used to do, they help to dig, and you just put water on it. And Really? you can shave yourself. Yeah, it's really easy. Crazy. So yeah, this is the basic US. Which actually you can see with the mantle is really warm. So. Hi, I'm Jörg from Germany. Ja, Sie sind der YouTuber. Ja, richtig. Ja, der auch Urbex und so. Ja. Ja, eigentlich mittlerweile nur noch Erster und Zweiter Weltkrieg. Früher ja. von Urbex, aber mittlerweile konzentrieren wir uns sehr stark auf das Thema Zweiter Weltkrieg und werden dieses Jahr die Liberation Tour machen, komplett bis D-Day und mal schauen, wo es uns sonst noch Haben hintreibt. Sie noch viel vor? Ja, wir sind auch das erste Mal heute hier in Bettendorf. Ah ja. Und wir haben heute schon sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt und zeigen gerade,
wie das hier mit den Foxholes funktioniert, weil die kennen wir bisher nur aus dem Museum oder aus Hürtgenwald. Die sind allerdings 80 Jahre und hier sehen wir, wie die Foxholes auch tatsächlich Mit viel Murks und der Boden hier ist, die ersten 20 cm waren voll mit Wurzeln. Ja. Ja, und wenn man da bis durch ist, aber jetzt sind wir auf der Lehmschicht, das ist scheiße. Ja. Da vorne in der Mitte, die haben eine riesige Wurzel gefunden, die kommen nicht weiter tiefer, ne? Ja, ja. Und ich dachte eigentlich immer, dass alle Foxholes eine gewisse Tiefe haben müssen, dass man drin stehen kann, plus ein bisschen für die... Das reicht schon? Ja, Hüft. Okay. Hoch, das langt schon. Ich habe also wieder was gelernt heute. Also und alles mit Originalmaterial, Werkzeug, ne? Ja. Toll. Also grandios. Also ja, ja. Also ich finde es top, dass ihr das am Leben haltet. Finde ich wirklich gut. Ja, wir Dankeschön. leben dafür. Das sieht man. Wir waren auch in Manai Ja. und das war natürlich Weltklasse, ne? Ja, ja. Dieses Spektakel in Manai war unglaublich. Ja, die lassen es immer krachen. Ja, ne? Für mich ist es nichts. Ich finde es zu viel. Zu viel übertrieben und auch nicht sehr authentisch, sozusagen. Also für mich ist das ein bisschen auch wie Bastogne Karneval. Ja, es ist, aber es ist gut, um die breite Masse zu informieren. Ja. Und wenn man es quasi manchmal unterm Radar macht, dann kriegt man es nicht einem breiten Publikum dargestellt. Und deswegen finde ich natürlich das wichtig, dass man das auch so macht, dass man ganz viele Leute dafür interessiert und die können sich dann natürlich weiter damit beschäftigen. Hier in Luxemburg haben wir viele Events, die so sind wie das heutige, wo wir auch vor Publikum dann auch Sachen machen. Wir hatten im Sommer hatten wir ein Event auf dem Bauernhof und da haben wir auch Theaterstücke mit beigespielt. Da haben wir die Leute mit auf Patrouille genommen, Minen entschärfen, ins Headquarter, ins Verhör und so. Das heißt, viel interaktiver gemacht. Gibt es eine Webseite, wo alle Termine dastehen? Dass man sich nicht das wird immer so von verschiedenen Vereinen so spontan organisiert. Ja. Und da gibt es eigentlich keine so Listen, wo das standardisiert hier ist, wo gesagt ist, das ist jedes Jahr jetzt so. Das hängt immer davon ab, welcher Verein gerade Lust hat und wie die Leute mitmachen und die Gemeinde. Ich glaube, das nächste große Event ist in Vianden, oder? Ja. Ja, Da sind wir auch wieder Ja, vertreten. das hört sich gut an. Da werden wir auch sein. Wie ist dein Name? Schmieds Yves. Schmitz Yves. Ich bin der Jörg. Vielen, vielen Dank für das Interview. Kein Problem. Und ich wünsche euch noch allen viel Spaß. Ja, Have fun. Ja, Dankeschön auch. Und good dick. Good dick. Das kann man auch zweideutig Ja. nehmen. Merci, Dankeschön. Gern geschehen. Digging ist besser. Wir machen auch unter uns so Privat-Events, wo wir haben Platz, wo der Waldbesitzer uns erlaubt hat, uns da herumzutoben. Smoke Grenade. Ja. Und Ananas. Aus dem 3D-Drucker. Nein. Doch, die ist aus Plastik. Klasse. Und Pistole, Colt Ja. und Bajonett. Ja, US M3 M3 Gold. Wow. Fire position! So Leute, das kann man einfach nicht spielen. Das ist echt wunderschön, dass man mittlerweile so ein paar Leute dann auch kennt, beziehungsweise dass die einen wiedererkennen. Und wir kommen jetzt von den Foxholes zu den Panzern.
Wie du man kann dansen wie du gesprochen. Amerikanisches Halftrack. Halftrack, weil vorne Räder und hinten Halbkette, also Kette, deswegen Halbkette. Und wir haben gerade gesehen, das Ding war gar nicht so langsam. Auch von der Beschleunigung her richtig gut und absolut spartanisch ausgestattet. Aber was nicht spartanisch war, war das Kaliber 50 Browning M2 Vierlink. Also das war verheerend, das Ding. Eigentlich für die Fliegerabwehr, wurde es dann später oder grundsätzlich auch gegen Infanterie oder leicht gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Und hier nochmal der Blick auf die Halbkette. Nichts wirklich Massives, eher Leichtbau, natürlich auch leicht gepanzert. Und vorne war eine Seilwinde dran. Und hier Militärprofil, damit wusste man nicht, ob das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts gefahren ist. Und hier nochmal der Blick auf das Browning. This is Kaliber 50? Yeah, 50 cal. What's your name? Look. Look, Hi. Jörg from Germany. Okay. Perfect. Oh, And now it's you can turn it. yeah, Here you have the brake, now not. This is the lever, yeah. Ah, for the up and down. So you feel it's quite heavy, Oh yeah. and this is firing. Okay. Loading, firing. Komm mal hoch. Ja. One moment. Mhm. Also Leute, M2 Browning Kaliber 50 haben wir hier gerade und ich bin gerade echt überrascht, dass es sehr, sehr schwer ist. Ich hätte gedacht, dass es ausbalanciert ist. Es ist aber nicht ausbalanciert. Es hat deutlich mehr Gewicht vorne und wir haben hier die Möglichkeit, den Turm zu drehen. Gerade war noch relativ einfach so, also ihr seht, funktioniert nach über 80 Jahren immer noch. Und das hier ist der Abzug, hier mit Schießband. Man zieht tatsächlich über Kümmel und Korn, muss also ziemlich genau auch runtergehen und hat damit natürlich einen gewissen Schutz gehabt. Also wirklich bemerkenswert. Hiermit legt man das durch, dann wird der Gurt hier durchgelegt und hiermit, das geht allerdings nicht mehr, zieht man dann zurück und damit hat man das Browning dann durchgeladen und ist feuerbereit. Also an dieser Stelle super. Vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit hatten, das einmal uns anzuschauen. Und jetzt ist wieder arretiert und auch hier stellen wir es wieder fest, damit es fahren kann. Und ich zeige euch jetzt mal den Panzer von innen. Schaut euch das mal an. Hier liegt die Kanone drin, leicht seitwärts. Und hier ist die Zieloptik, Winkelspiegel.
Und da sind die Shells, also die Granaten. Und ihr seht, der Panzer ist oben offen mit einem gezielten Granatenwurf. Wenn man denn nah genug rankommt, kann man tatsächlich den Panzer bzw. die Besatzung dann ausschalten. Und schaut mal hier, einmal der Blick drüber. Wir befinden uns hier in einem begehbaren Turm. Der Panzer auf Bettendorf. Wir haben verschiedene weitere Fahrzeuge hier stehen. Hier gibt es auch eine Feldhütte. Hier ist sogar die originale Ausstattung da. Das ist sehr, sehr nett von euch. So sieht der Panzer aus. Nachschub kommt. Kennengelernt, hallo. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch ein kleines Essen. So, bitte gehen wir. Ich filme. Dankeschön. Mhm. Vielen Dank. Merci beaucoup. Thank you. Haben Sie einen Löffel? A spoon? Ah, okay. Dankeschön, Dankeschön. Oh, halt, jetzt brauchen wir ein Foto. So, und hier. So, Leute, hier seht ihr mal so ein Vorher-Nachher-Bild in einem übergegangen. Und genau an dieser Stelle, ich zeige euch das mal, da war das damals. Hier sind die GIs vor 80 Jahren langgelaufen, im Schnee, voll ausgestattet und sind genauso wie wir heute hier die Straße entlang gegangen. Und wir dürfen das heute im Frieden begehen. Ne? Das ist ein Privileg. Vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Nationen hier wieder zusammen. Alle Freunde, wir feiern zusammen, wir essen zusammen Suppe, tauschen uns aus. Wurden eingeladen heute zu einer geilen Suppe, haben tolle Leute heute neu kennengelernt, uns auch direkt verabredet für Vianden, also da werden wir auch sein. Günther kennengelernt, das ist mega. Günther, hast du richtig gut gemacht heute vor der Kamera. Und hier scheint noch ein Monument zu sein. The Mustorf Bridge is named in honor and remembrance of Vincent J. Fester, Private First Class G Company, 8 US Infantry Regiment. Und lest me forget. Also leider kann ich euch nicht genau sagen, was hier passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, diese Brücke ist nach Vincent benannt worden. Und wir gehen jetzt hier zurück und zeigen euch nochmal die Pontonbrücke. So sah das damals aus. Eine Behelfsbrücke war das. Und an dieser Stelle wurde jetzt hier die Originalbrücke nachempfunden. Und hier gibt es auch. So, an dieser Stelle, Leute, hoppala, ist es ganz schön glatt, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Sondern hier an dieser Stelle war damals die originale Pontonbrücke. Aber ihr seht, heute ist es keine Option, die Pontonbrücke an dieser Stelle zu installieren, sondern man hat die da weiter 500 Meter in die Richtung installiert, weil der Untergrund hier nicht mehr tragfähig für die Panzer und Fahrzeuge ist. Krass, oder? Beeindruckend. Beeindruckend. Ja, Leute, wir gehen jetzt Richtung Pontonbrücke und dann werden wir ins Dorf zurückgehen, den Diego uns mal anschauen, ob es ihm gut geht. Und dann werden wir hoffentlich noch ein bisschen Panzer fahren und Panzer schauen. Also von daher, bis gleich. Am 20. Januar 1945 tobte einer der kältesten Winter des Jahrhunderts. Und die Sauer, ein Fluss an der Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland, wurde zum Schauplatz erbitterter Kämpfe des Zweiten Weltkrieges. Mitten
Im Schlachtgetümmel befand sich ein junger Amerikaner, Private First Class Vincent J. Fester, ein Soldat des 8. Infanterieregiments des 4. US-Infanteriedivision. Fester und seine Kameraden hatten die gefährliche Mission, die stark verteidigte Sauer zu überqueren, um die deutschen Linien zu durchbrechen. Der Fluss war zugefroren, die Temperaturen eisig und die deutschen Verteidiger hielten das gegenüberliegende Ufer mit tödlichem Artillerie- und Maschinengewehrfeuer unter Kontrolle. Trotz dieser Widrigkeiten bestieg Fester ein kleines Schlauchboot und stürzte sich in die Fluten, entschlossen, seinen Teil zum Erfolg der Mission beizutragen. Heute erinnert eine Brücke in Mösdorf, Luxemburg an Vincent J. Fester und an seine Opfer. Sie wurde 2020 genau vor 75 Jahren nach den tragischen Ereignissen zu seinen Ehren benannt. Sein Sohn Vincent Fester war bei der Einweihung anwesend. Ein bewegender Moment, der die Dankbarkeit und die enge Verbindung zwischen den Nationen symbolisierte. Fester, nicht nur ein Name auf einem Denkmal, er war ein Mensch, ein Held, der für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte und am Ende sein Leben ließ. Seine Geschichte mahnt uns, wie kostbar der Frieden ist und wie hoch der Preis sein kann, ihn zu bewahren. Ja, leider war dann das Audio kaputt vom Mikrofon und deswegen muss ich das etwas nachsynchronisieren jetzt an dieser Stelle. Wir sind dann weiter runtergegangen zum Ufer der Sauer, wo dann ein Transporter die Soldaten zum Lager brachte. Einer springt hier gerade schön aus dem LKW raus. Klappt auch ganz gut. Hier links sehen wir den Veranstalter mit dem Irokesenschnitt. Ja, die hatten halt am Ufer, wo die Brücke auch aufgebaut ist, ein kleines Lager aufgebaut, wie wir hier sehen. Da saßen die Reenactment-Darsteller zusammen und ja, quatschten eine Runde, aßen, tranken. War auf jeden Fall eine relativ lockere Stimmung, auch wenn wir kein Wort verstanden haben, weil es, ich denke mal, Belgier, Holländer oder Franzosen waren, die dort kampierten. Wir gingen dann quasi runter zur Brücke, zum Fluss, wo dann auch hinter dem LKW, das sehen wir jetzt gerade leider nicht, sogar ein Rettungsschwimmerteam stand, falls jetzt doch mal irgendeiner aus irgendwelchen Gründen in das eiskalte Wasser reinfiel, wenn er da über die Brücke lief. Da sehen wir die beiden Rettungsteams
Rettungsschwimmer. Ja, der Jörg geht jetzt von hier aus über die Brücke. Die Brücke war für leichte bis mittlere Fahrzeuge, blende ich auch gerade ein, bis 8 Tonnen belastbar. Es waren also quasi Einzelboote, die hier auf dem Wasser liegen. Und über die Einzelboote wurde dann eine Fahrplanke gelegt, zweispurig, so dass man mit dem Fahrzeug drüber fahren konnte. Diese Ausführung gab es natürlich auch noch in schwereren Varianten, so zum Beispiel, dass auch sogar Panzer drüber fahren konnten. Der Jörg geht jetzt hier quasi über die Brücke, kommt auf der anderen Seite an. Und dort hat man halt noch Bilder aufgestellt aus der Schlacht, wo die Stadt natürlich erhebliche Schäden hatte nach dem Krieg. Und man musste das ganze Spiel wieder aufbauen. Also es war jetzt nicht unerheblich für so ein kleines Dörfchen. Ja, Bilder sprechen für sich, sieht eigentlich cool aus, ganz simpel, aber es funktioniert halt, ne? Ich hatte mitunter ein bisschen Angst auf der anderen Seite, dass wenn Jörg das betritt, dass dann sich vielleicht ein Boot löst und der ins Wasser fällt. Nein, Spaß beiseite. Ja, hier sehen wir einen Ausbilder, der einem jungen Soldaten beibringt, wie man das Schiff in der Strömung lenkt. Also quasi immer an dem festgemachten Seil das Boot so in die Strömung reinzieht, dass das Boot in eine Richtung manövriert. Er macht es jetzt, glaube ich, 2-3 Mal vor und dann wechseln die und der junge Soldat macht diese Übung nach. Ich denke mal, es war als Übung gedacht, wenn man den Fluss, der jetzt da, sag ich mal, ungefähr 30 Meter breit war, hatte man dann mit einem Seil auf das andere Ufer geschmissen, an einem Baum befestigt und dann konnten die mit dem Boot quasi gegen die Strömung sich an dem Seil manövrieren. Ich denke mal, das ist die Übung, die daraus entstanden ist. Wasser ist, wie gesagt, ich denke mal so 4-5 Grad warm oder kalt. Da möchte man jetzt nicht reinfallen. Wir haben jetzt ungefähr 16:30 Uhr. Wir können leider nicht bis zum Abendevent bleiben. Hier kommt eine 18-köpfige Crew mit einer Dame, einer Sängerin, die quasi den Broadcast vom BFBS von der damaligen Zeit nachmachen. Ich werde euch hier einmal noch ein Fahrzeug einblenden. Ich habe es leider verpasst, als er gestartet wurde. Und die Besitzer sind auch leider gerade nicht hier. Die wollten nämlich zeigen, wie der Panzer fährt, aber ich habe gerade die Gelegenheit genutzt, noch im Hellen die Drohne zu starten. Kaliber 50 auf Lafette. Und oben die Ringstellung und hier einiges an Munition, an Granaten. Ja, nicht schlecht, Leute. So, wir gucken mal, ob wir noch die Möglichkeit haben, den Panzer heute zu sehen. Aber das sieht schon relativ leer aus hier. Auf jeden Fall euch mal einen Überblick geben. Zeitlich werden wir das nicht mehr schaffen. Aber 18-köpfiges Orchester und die müssen wohl richtig abgehen. Da wären wir gerne dabei, aber ich habe morgen auch noch einen Drehtag am Westwall mit dem lieben Lars. Von daher, Leute, das werden wir heute leider nicht miterleben. Mach mal ein hübsches Gesicht. Mach mal ein hübsches Gesicht.
Das Abrisskommando, Leute. Die bauen jetzt die Brücke ab. Mit Wintertarn. Improvisiert. So, das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Das ist definitiv spannend. Und ich weiß nicht, wie ich damals auf die Idee gekommen bin, dass ich gesagt habe, Panzer sind leise. Also heute bin ich bei dem Sherman fast taub geworden. So, er wird eingewiesen. Und das machen sie auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. Also auf den Millimeter. Bravo! Von Sekunden. Je doet lucht bij. Willen jullie de houtjes even wegpakken? Den wordt dat wel mijn bijnaam. Oké. Muziek is dat wel. Ik maak er een foto van. So Leute, also so sieht das aus, wenn man das ein paar Mal schon gemacht hat. So, die Band, die kommt gerade, ihr seht's, sehr gut angezogen. Ich denke, einer davon ist die Sängerin, das könnte, na, sie hat glaube ich eine Trompete, ne? So Tim, ein kleines Resümee, hast du Hunger? Ja, es geht, wir haben ja Suppe geschenkt bekommen. Aha. Und ja, es war wieder mal total unerwartet anders, wie man sich es vorher vorgestellt hat. Wir waren ja schon mal auf so einem Reenactment Festival und da war es doch noch mal ganz anders wie heute. Heute ging es etwas ruhiger ab, familiärer fand ich. Super Event, also hier kann man auf jeden Fall mal hinfahren, wenn das nächste Mal veranstaltet wird, weil lohnt sich auf jeden Fall. Man kann tolle Maschinen sehen, nette Leute kennenlernen und es ist echt toll gemacht. Ja, und nur 2,5 Stunden von Köln, ne? Genau. Also es ist relativ nah. Das ist nicht so weit. Und auf der Rückfahrt habt ihr auf jeden Fall genügend Themen zu erzählen. Ja, so das wie wir stimmt. jetzt. Der Tim ist die ganze Zeit schon dabei. Ich weiß nicht, wie er es mit seinen Fingerchen macht, die ganzen Instagram-Postings durchzuführen. Also haben gute neue Leute kennengelernt, vielleicht sogar ein paar Freunde darunter, jeglichen Alters, jeglichen Geschlechts und vor allem jegliche Nationalität. Das ist ja das Schöne, 80 Jahre nachdem wir hier alle befeindet waren. Ne? Das ist halt... Also besonders beeindruckt hat mich die Omi mit dem Pressehelm. Ja. Die sah so süß aus. Also da haben wir auf jeden Fall bei Instagram auch ein Foto gepostet. Müsst ihr euch mal angucken. Richtig toll. Die macht also für diesen Verein, der den Sherman-Panzer gefahren hat, die haben glaube ich auch einen Verein, macht sie quasi die Pressearbeit, ne? Fotografien und so weiter. Also richtig cool. Mega, ne? Ja. Also von daher, lasst auf jeden Fall einen Daumen und ein Like da. Wir beiden gehen jetzt aber trotzdem was essen, weil ich habe Hunger. Und wir wärmen uns jetzt auf. Wir wärmen uns jetzt auf. Alles klar. Also von daher, ciao. Bleibt uns treu. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao.